Das macht richtig Laune. Der Quickshifter ist ein absoluter Traum. Das Windschild, ja, mir sagt es nicht so zu. Und Vollbremsung. So muss ein Cockpit für mich aussehen. Übersichtlich und eher ein bisschen simpel. Ein Tourensportler oder ein Sporttourer, ein Bike fürs Reisen oder fürs Gas geben auf der Landstraße oder vielleicht doch eine kleine Reise-Enduro oder ein Crossover-Bike? Yamaha selbst nennt die 2021er Tracer GT Highspeed Komfortkönigin. Also aus Tracer 900, übrigens seit 2018 am Markt, wird Tracer 9. Wie sich die Japanerin fährt, was es mit dem zweigeteilten Cockpit auf sich hat, ob der bekannte CP3-Motor in der Tracer eine gute Figur macht und vieles mehr seht ihr jetzt. Da steht sie nun, die Yamaha Tracer 9 GT, früher 900, jetzt 9. Hier, ja, in so einem leicht militärisch, so olivgrün ist die Farbe grau. Sieht echt stark aus. Ganz neu hier ein Alu-Druckgussrahmen und hinten mit Stahl verstärkt. Dann ganz bekannt das CP03-Aggregat, bekannt aus der MT09 mit 119 PS. Volle LED-Ausstattung hinten wie auch vorne. Kurvenfahrlicht hat sie. Ja, und hat vorne noch diesen, ja, dieses aggressive Dreinblicken, würde ich mal sagen. Die sieht schon stark aus. Großes Windschild, verstellbar natürlich, manuell. Ja, also super. Hinten kann man das Fahrwerk manuell einstellen. Hier in der GT-Version kann man es vorne voll elektronisch einstellen, beziehungsweise das wird eingestellt. Hier der Sitz, der erinnert eher an so ein Reitsattel, aber ich kann sagen, echt bequem. Stark noch nie so gesehen beim Motorrad. Doppeldisplay 3,5 Zoll. So, dann hat sie hier noch serienmäßig, was ja nicht bei allen Motorrädern der Fall ist, einen Hauptständer. Finde ich klasse. Und Yamaha hat an der Tracer 9 einiges aerodynamisch gemacht, denn ja, es gab beim Vorgänger schon so die eine oder andere Kritik, was den Verbrauch angeht, und da hat Yamaha, so sagen sie es jedenfalls, wohl sowohl aerodynamisch auch als vom Motormapping, natürlich Euro 5, einiges getan, damit der Benzinverbrauch sinkt. Angetrieben wird die Tracer 9 GT vom bekannten CP3-Aggregat aus der MT09. 3 Zylinder arbeiten mit 890 Kubikzentimeter Hubraum und das Ganze leistet 119 PS, die bei 10.000 Umdrehungen in der Minute anliegen. Das maximale Drehmoment liegt bei 93 Newtonmeter bei rund 7.000 Umdrehungen. Das Gewicht der Maschine liegt bei moderaten 220 Kilogramm. Das ist für so ein Ding echt nicht viel, wohlgemerkt vollgetankt. Der Tank fast 18 Liter. Zum Fahrwerk. Vorn arbeitet eine Upside-Down-Telegabel. Hinten werkelt eine Schwinge. Die voll einstellbaren elektronischen Federelemente werden unter anderem durch eine 6-Achsen-IMO, also so ein elektronisches Bauteil, geregelt. Da gibt es Gyrosensoren, Beschleunigungssensoren und so weiter. Bei der Bremsanlage vorne haben sich die Japaner für eine hydraulische Doppelscheibenbremse mit 298 mm Durchmesser entschieden. Hinten gibt es eine hydraulische Scheibenbremse mit 245 mm Durchmesser. Der Einstiegspreis liegt bei 13.999 €. Wollen wir doch mal hören, wie immer auf Bike for Fun, was der Dreizylinder so an Klang rausbringt. Altbekanntes Modell. CP3, Dreizylinder. Ganz klassischer Dreizylinder-Sound oder sogar klassischer MT09-Sound. Das hört man. Die Abgasanlage ist komplett versteckt. Ihr seht hier unten den Lauf der Krümmer und hinten, ja, so einen richtigen Endtopf gibt es gar nicht mehr. Sieht aber vom Design gar nicht so schlecht aus.
Ich habe Platz genommen. 810 bis 825 mm Sitzhöhe, das kann man einstellen. Einstellbar ist auch die Lenkerhöhe und natürlich das Windschild. Hier drückt man einmal und dann so geht's hoch oder runter. Kniewinkel ideal. Ich mag das, dass der Tank so ein bisschen dann um die Beine herum gebaut ist. Lenkerbreite auch. Man sitzt aufrecht, sehr angenehm. Dann schauen wir doch mal. Hier seht ihr ein Doppeldisplay, jeweils links und rechts 3,5 Zoll groß. Auf der linken Seite hat man die Einstellmöglichkeiten, die gehen wir gleich durch. Und auf der rechten Seite, das kann man sich auch legen, ja, so eine Art Bordcomputer, was man da auch immer rauflegen will. Das kann man individuell gestalten. Auf der linken Seite gibt es hier einmal den Mode-Schalter. Der ist für die Fahrprogramme zuständig. Wenn ich darauf drücke, habe ich hier in der Mitte D-Mode 1. Dann habe ich hier die Traktionskontrolle und dieses hier A1 ist der Bereich für das semi-aktive Fahrwerk. Gehen wir mal zum D-Mode 1. Hier dann schalten, komme ich in die 4, die 3, die 2, die 1. Ganz einfach erklärt, wenn ihr es von anderen Motorradherstellern kennt, ist die 1 das Programm, das am wenigsten eingreift und am meisten Leistung bringt. Dann geht es in die 2, da wird mehr eingegriffen, bis zur 4. Und die 4 ist dann vergleichbar ja mit einem Programm wie Wayne, wo sowohl das ABS als auch die Traktionskontrolle halt sehr, sehr schnell eingreift. Und bei Yamaha beim MT-09 Motor ist auch das Motor-Mapping bzw. die Leistung reduziert. Dann kann ich hier den SUS-Mode, das wird wahrscheinlich Suspension-Mode heißen, also für das Fahrwerk, auf A1 oder A2 schalten. Hier auch wieder die gleiche Logik. A1 ist das, wo es relativ komfortabel ist. A2 ist eher sportlich. Und dann gibt es hier die Traktionskontrolle in 3 Stufen. 1, 2 und manuell. Das kann man sich dann in den Einstellungen nochmal direkt konfigurieren. Auf der rechten Seite, das wird hier mit dem Menüschalter bedient, kann ich mir auf diesen 4 Ebenen alles einstellen, was ich möchte. Also hier oben habe ich jetzt zum Beispiel den Verbrauch. Ein Klick auf das Rad und ich kann hier Temperatur, Außentemperatur, die Trips, durchschnittliche Geschwindigkeit und so weiter einstellen. Das kann ich dann beliebig machen bei den einzelnen 4 Kacheln, sage ich mal. Dann kommt man hier zur Gripheizung. Die ist in 10 Stufen einstellbar, wobei ich sagen muss, die 10, da qualmen einen die Pfoten weg. Also so ganz angenehm sind so 7, 8. Ich starte mal kurz den Motor. Habt ihr hier einen ganz nett gemachten Drehzahlmesser. Grafisch gestaltet. Ganz oben also hier die Drehzahlmesser oder die Drehzahlanzeige, die Geschwindigkeit, neutraler Gang. Dann habt ihr hier, wie eben gesehen, die Fahrmodi, eine Ölwarnlampe und hier könnt ihr euch auch noch mal einen kleinen Trip-Computer drauf machen. Und was ganz gut ist, Quickshifter, der gibt euch, wenn dieser kleine Pfeil hier grün leuchtet, eine Schaltempfehlung. Also eine ganze Menge und ich muss sagen, sie ist echt top ausgestattet. Ja, ich sitze richtig bequem hier, schön aufrecht. Der Sitz ist super gepolstert, gibt hinten auch so ein bisschen Halt. Schön in den Tank oder ins Motorrad eingebaut. Also hier kann man schon sich ohne Probleme vorstellen, mal die eine oder andere längere Reise zu machen. Und das, obwohl sie ja keine richtige Reise-Enduro ist. Yamaha selber schreibt Sportstourer. Ich würde sagen, ja, so eine Art Crossover. Das Windschild hier kann man verstellen beliebig und das hat mir zu viel Windverwirbelung. Also am Helm, sodass man so in der Horizontale ganz leicht rechts und links Vibration hat, hat mir nicht so gut gefallen. Wenn ich jetzt ein bisschen nach vorne gehe, ist es super, aber ich höre unheimlich viele
Windverwirbelungen. Der Motor. Ein absolutes Sahnestückchen. Tolle Elastizität. Schaut mal. Ich bleib mal jetzt hier in den 4. bzw. gehe in den 6. 50 km/h. Übertreiben wir es mal noch ein bisschen. Gehen wir auf 35. Der meckert nicht. Da gibt es keine unschönen Vibrationen. Und jetzt mal Elastizität, Vollgas. Das macht er aus allen Drehzahlbereichen ohne Probleme. Okay, schauen wir mal in die Fahrprogramme. Gehen wir mal in die 1. Einmal auf Mode drücken. Und jetzt sind wir in der 1, das heißt, in dem Mode greift das Motorrad am wenigsten ein und hat am meisten Leistung. Sie ist unheimlich agil. Unheimlich agil, obwohl sie ziemlich hoch gebaut ist. Das muss ich echt sagen, ganz klasse. Ganz leicht legt sie sich in die Kurven rein. Äußerst angenehm und sie gibt ja ein unheimliches Vertrauen durch das Fahrwerk. Das Fahrwerk ist ja hinten manuell einstellbar. Vorne haben wir das semi-aktive. Und das steuert halt je nach Straßenbegebenheiten. Und das macht die Arbeit sehr gut. Das kann man natürlich jetzt hier bei so einer normalen, gemütlichen Landstraßenfahrt nicht richtig austesten. Aber man merkt das schon, wenn man auf ein bisschen Schotter ist oder mal einer schlechteren Straße, dass es sich da absolut einstellt und die Dämpfung entsprechend korrigiert. Kommen wir mal zur Schaltung. Jetzt mache ich mal kurz den Tempomaten an, genau. Die ist ein Traum und in Stichwort Schaltung geht es natürlich auch um den Quickshifter und der ist wirklich ein Traum. Der Quickshifter ist ein absoluter Traum. Schaut mal, es vibriert nichts, gar nichts. Beim Runterschalten nicht und beim Hochschalten fast wie eine Automatik. Da muss ich wirklich sagen, top, Riesenkompliment an die Ingenieure von Yamaha, was die hier für einen Quickshifter eingebaut haben. Und ich kenne einige und ich muss sagen, bisher fand ich den von der Multistrada am besten, danach BMW GS, aber das Ding hier stellt die in Schatten. Okay, schauen wir doch mal. Wir sind auf voller Leistung, 119 PSchen aus 3 Zylindern. Wie geht denn das Ding? Ja, richtig gut. Richtig gut. Und das auch, wenn wir jetzt mal in den 6. Gang gehen. Fahren mal auf 60, mal runter auf 60, bitteschön. Dankeschön. Und drehen dann voll dran. Ihr seht, tolle Elastizität und der Motor ruft halt wirklich seine Power aus fast allen Drehzahlbereichen ab. Beeindruckend gut. Gucken wir mal, wie das ABS regelt. Wir beschleunigen auf 100 und Vollbremsung. Ja, man merkt das Regeln, man merkt aber gleichzeitig auch, dass das total souverän arbeitet, das ABS. Und mir ist auch aufgefallen auf der Autobahn, dass das Ding ganz schön nulplig wackelig ist. Jammern auf hohem Niveau, aber das kenne ich halt von anderen Motorrädern, das ist nicht ganz so wackelig. Eindeutig nicht. Das Display, muss ich sagen, mit den beiden 3,5 Zoll TFT-Bildschirmen eine tolle Idee, gut ablesbar, mal was anderes, aber das ist das Entscheidende für mich, es ist gut ablesbar. Es ist nicht mit 10 verschiedenen Farben, es gibt eigentlich nur dieses Grüne. Ihr seht jetzt hier übrigens bei QS, Pfeil nach oben, okay, schalte ich. Kleine Schaltanzeige, der Drehzahlmesser ist schön übersichtlich und groß angeordnet, die Geschwindigkeitsanzeige
So muss ein Cockpit für mich aussehen, übersichtlich und eher ein bisschen simpel, als dass man zu viele Spielereien hat. Und auf der rechten Seite übersichtlicher geht es ja nicht. 4 Kacheln, Benzinverbrauch, Wassertemperatur, Außentemperatur und die Tankanzeige. Das sind zumindest die Dinger, die ich mir jetzt draufgelegt habe. Das ist super. Und jetzt auch nach vielen Kilometern muss ich sagen, ich fühle mich hier wohl. Also richtig wohl, kann man echt sagen. Es ist total bequem, wenn ich jetzt mir noch vorstelle, die GT hat ja die Koffer, so ein Kofferset mit dabei. Die werden hier hinten ein Sozius, lieber eine Sozia, hinten drauf, gemütlich. Also einmal Berlin-München, überhaupt gar kein Problem. Und der Motor klingt halt auch in der Fahrt schön. Hört mal. Absolut. Tolles Maschinchen. Tolles Motörchen. Der CP3. Dem wir jetzt doch noch mal die Sporen geben. Das macht richtig Laune. Heieiei, macht das Spaß. Hier wird Golf gespielt. Wetter klärt auf. Na dann. Aha, wir gucken nicht, ist klar. Die lässt sich toll in die Kurven drucken, da braucht es nicht viel. Und dann muss ich sagen, für das, was hier alles geliefert wird letztendlich, Aufpreis normale Tracer 9 zur Tracer 9 GT wären für mich überhaupt gar keine Frage, dass man die GT nimmt, bei den Ausstattungs-Plus-Merkmalen, die man hat. Aber auch grundsätzlich der Preis, ja, deutlich unter 15.000 Euro, finde ich schon wirklich moderat. Ja, dann an dieser Stelle ganz, ganz herzlichen und lieben Dank an Lutz vom Yamaha Zentrum Berlin, der uns dieses Testbike zur Verfügung gestellt hat. Übrigens, mit Lutz habe ich ein ganz tolles Interview gemacht zu den Yamaha-Neuheiten 2021. Das könnt ihr da oben sehen. Oder auch Fahrbericht zur MT-09 2021. Auch da. Und last but not least MT-07, die Nummer 3 in Sachen Zulassungszahlen im deutschen Markt. Hier oben klicken. Die Tracer 9 GT hat mich überzeugt. Der CP3-Motor ist fantastisch und passt perfekt zur Tracer. Das semi-aktive Fahrwerk arbeitet super. Die gesamte Abstimmung ist perfekt. Yamaha liefert mit der 2021er Tracer ein ausgewogenes Komplettpaket. Die Japanerin ist ein sportliches Bike, das natürlich auch für längere Touren geeignet ist. Und der Spaß bleibt dabei nicht auf der Strecke. Es macht richtig Freude, mit der neuen GT zu fahren. Übrigens, wenn ihr mehr zum Thema Yamaha wissen wollt, da oben gibt es weitere Videos.